Wir sind hier im Seewinkel, einem der vogelartenreichsten Gebiete Mitteleuropas. Es ist noch sehr früh im Jahr und trotzdem, wenn man einen Blick in die Vogelwelt macht, sieht man sofort, dass der Frühling begonnen hat. Einerseits sind schon viele Zugvogelarten hier angekommen und manche von ihnen haben sogar schon zu brüten begonnen. Andererseits sind aber auch noch einige Wintergäste hier zu sehen, also Vogelarten, die erst in ihre weiter nördlich liegenden Brutgebiete aufbrechen werden. Eine große Attraktion für uns Vogelbeobachter sind hier im Seewinkel die winterlichen Gänseschwärme, die großen Ansammlungen von überwinternden Gänsen. Und diesen Gänsen haben wir fast die ganze erste Episode des Go Birding Videologs gewidmet. Es ist ein recht windiger Tag, aber schauen wir, was geht. Das Gebiet des Neusiedlersees ist ein europaweit wichtiges Rast- und Überwinterungsgebiet für verschiedene Gänsearten. Im Winter bilden Blässgänse meistens den Hauptanteil der Gänseschwärme. Jetzt, am Ende des Winters, machen sie sich auf den Weg zurück in ihre sibirischen Brutgebiete. Erkennbar sind Blässgänse an ihrer weißen Stirn und den schwarzen Bauchstreifen. Bei Jungvögeln sind diese Merkmale noch schwächer oder gar nicht ausgeprägt. Die Blässgänse ziehen in den nächsten Wochen auf einer etwa 5000 Kilometer langen Route zuerst nach Osten in die Steppen Kasachstans. Dort biegen sie nach Norden ab, um erst im Spätfrühling ihre arktischen Brutgebiete zu erreichen. Die größeren Graugänse haben ebenfalls hier überwintert. Für sie hat allerdings die Brutsaison schon begonnen. Die Grauganspaare haben sich von den Schwärmen abgesondert und zeigen ihre Paarbindungsrituale. Schon in einem Monat werden wir sie hier mit ihren Küken beobachten können. Noch in den 1980ern sind die meisten Graugänse im Winter weit nach Süden, zum Teil bis nach Nordafrika abgezogen. Und statt der Blässgans war die mittlerweile seltene Saatgans die häufigste Gänseart in den Winterschwärmen. Saatgänse überwintern nun weiter westlich. Die Zugwege, Winterquartiere und Rastgebiete der verschiedenen Gänsearten verändern sich also ständig. Und um diese Veränderungen zu dokumentieren und zu erforschen, stehen Ornithologen verschiedene Methoden zur Verfügung. Die klassische Methode ist die Beringung. Im Fall von Gänsen verwendet man häufig farbige Halsmanschetten mit einer großen Nummer, die auf große Distanz abgelesen werden kann. Die Möglichkeit, eine Blässgans zu beringen, bietet sich in Österreich nur sehr selten. Dieser Jungvogel wurde in Niederösterreich gewildert und mit einem Projektil im Bein aufgefunden. In der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee wurde die Gans gesund gepflegt. Mitarbeiter des Nationalparks in Ungarn sind zur fachgerechten Markierung des Vogels angereist. Wir hoffen, dass sich die gerettete Blässgans ihren Artgenossen anschließen und mit ihnen zurück in den Norden ziehen wird. Gänse leben in langen, festen Partnerschaften und jede Gänseschar verfügt über eine komplexe Sozialstruktur. Zuerst herrscht Skepsis gegenüber der fremden Junggans und auch sie selbst muss sich mit dem neuen Schwarm erst anfreunden. Jede Beobachtung dieses markierten Vogels kann in Zukunft ein kleines Stück zum Verständnis der Zugbewegungen beitragen. Viel bessere und genauere Daten liefern GPS-Sender. Diese sind aber sehr viel teurer und können deswegen nur an einzelnen Vögeln angebracht werden. Wir haben vergangenen Sommer 2 Brandgänse mit solchen Sendern ausgestattet, um erstmals etwas über die vollkommen unbekannten Wanderrouten der Brandgänse zu erfahren, die hier im Seewinkel brüten. Die verwaisten Brandgansküken wurden letzten Frühling gefunden. Die Mutter der Jungen war nicht mehr auffindbar und so wurden sie in der St. Martins-Therme und Lodge aufgezogen. Die flüggen Vögel erhielten am Tag ihrer Freilassung GPS-Sender, die ständig Auskunft über ihren Aufenthaltsort geben. Eine sorgfältige Montage ist unerlässlich, um den Vogel in seinen Bewegungen nicht einzuschränken. Über ein Solarpanel wird der Sender mit Strom versorgt. Brandgänse sind keine Gänse im eigentlichen Sinn. In der Systematik der Vögel stehen sie in einer eigenen Unterfamilie der Entenvögel. Sie sind Halbgänse. Es gilt die Annahme, dass alle Brandgänse Europas an die Nordsee fliegen, um zu mausern. Ob auch mitteleuropäische Vögel diesen weiten Weg auf sich nehmen, ist aber nicht belegt. Das Verbreitungsgebiet der Brandgans hat sich in den letzten Jahrzehnten stark vergrößert.
Von den Küsten Europas aus hat sie auch das Binnenland besiedelt. Im Seewinkel brütet die Art erst seit Anfang der 1990er Jahre. In Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Neusiedlersee Seewinkel wurden die Tiere dann im Sommer an den Salzlaken freigelassen. Hier sammelten sich zu dieser Zeit über 100 weitere Brandgänse am Wasser. Die Daten der Brandgans Xarifa haben die Theorie weitgehend bestätigt. Mitte August zog sie in 2 nächtlichen Non-Stop-Flügen fast 1000 Kilometer nach Nordwesten bis an den Stadtrand von Hamburg. Bei Magdeburg wurde sie untertags von einem Vogelbeobachter gesehen. Xarifa zog mit 55 weiteren jungen Brandgänsen, also ohne Beteiligung eines Altvogels. Leider wurde Xarifa bald von einem Fuchs erbeutet. Wie lange sie sich in Norddeutschland aufgehalten und wo sie den Winter verbracht hätte, ist also weiter unklar. Jetzt im März sind auch die Brandgänse wieder aus ihren unbekannten Winterquartieren in den Seewinkel zurückgekehrt. In den großen Gänseschwärmen verbergen sich aber auch schwer zu bestimmende Arten und seltene Gäste. Der Frühjahrsdurchzug eignet sich besonders, um nach ihnen Ausschau zu halten. Die Ringelgans brütet, wie auch die Blässgans, in Sibirien, überwintert aber fast ausschließlich an den Küsten Europas. Jedes Jahr werden nur einzelne Ringelgänse auch hier in der ungarischen Tiefebene beobachtet. Die weltweit bedrohte Zwerggans wird seit Anfang der 2000er Jahre zunehmend, aber immer noch in sehr kleiner Zahl im Seewinkel gesehen. Jedes Jahr sind wenige Individuen unter den sehr ähnlichen Blässgänsen auszumachen. Die Bestimmung der 5. Gänseart in diesem Schwarm bereitet hingegen kaum Schwierigkeiten. Im selben Trupp waren sogar noch Rothalsgänse zu finden. Heute ist es noch ziemlich windig geworden, aber es war trotzdem ein sehr, sehr lässiger Tag. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Ich versuche, den Vogelmaler Szabolcs Kokaj zu treffen und ihm bei der Arbeit im Feld über die Schulter zu schauen. Vielleicht sehen wir uns wieder.